zu Beginn ein Bibelwort zu hören. Übrigens, nach biblischem Verständnis beginnt der neue Tag am Abend. Für alle, die vielleicht gedacht haben, warum heute? Der Gedenktag ist doch erst am Samstag. Dass der Gedenktag auch noch auf einem Schabbat dieses Jahr fällt, macht den Tag nur noch besonderer. Jetzt aber erstmal das Bibelwort aus den Losungen der Herrenhuter vom heutigen Tag. Israel, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Und unterstützend dazu der Römertext aus dem Römerbrief: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Zwei Worte, die eindeutig sind. Der lebendige Gott erwählt. Aber wie passt das zum Holocaust und bleibende Erwählung? Ich möchte heute Abend auf diese schwere, umfassend komplexe Frage keine Antwort geben, aber für alle, die Interesse haben, da weiterzudenken: Morgen findet hier eine Konferenz statt und auf dieser Konferenz ist eine Referentin, die zu dieser Frage einen Workshop anbietet. Luba Gore ist Mitglied der messianischen Gemeinde hier aus Hamburg, Adonai Zitkenu, für die, die es interessiert. Zu diesem Tag haben wir heute eine Gedenkschrift erstellt. Diese Gedenkschrift ist für jeden Teilnehmer, der morgen zur Konferenz kommt. Wer heute hier ist und interessiert ist an so einer Gedenkschrift, kann sie vorne gegen eine Spende erwerben. Morgen ist das für jeden Teilnehmer sowieso Teil der Teilnahme. Und für diesen Tag möchte ich Ihnen und euch noch ein Zitat von Papst Johannes dem 23. vorlesen, was auch heute Zusatztext zur Losung war. Wir erkennen nun, dass viele, viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen bedeckt haben, sodass wir die Schönheit deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen. Jahrhundertelang hat Abel da niedergelegen in Blut und Tränen, weil wir deine Liebe vergaßen. Vergib uns, dass wir dich in ihrem Fleisch zum zweiten Mal kreuzigten. Gerade weil sich heute die Stimmen mehren, die von diesem Thema nichts mehr hören wollen, stellen wir an diesem Abend fest, das Erinnern des Holocaust bleibt wichtig. Auch gerade, weil Antisemitismus auch in der modernen Variante Anti-Israelismus in der Gesellschaftsmitte immer lauter wird. Und hinzu kommt noch der islamische Judenhass auf unseren Straßen, der sich massiv positioniert. Im Altarraum seht ihr 6 Kerzen. Heute und morgen sollen sie uns erinnern, jede Kerze für 1 Million ermordeter Juden. Und so freue ich mich besonders heute Abend, Gäste aus Israel hier unter uns begrüßen zu dürfen. Das Ehepaar Ryabinov, Jodi und Alyosha. Dankbar sind wir auch, dass Alexandra Wolf sich bereit erklärt hat, den Übersetzungsdienst zu machen. Und wir freuen uns auch
Annette Nötzold unter uns zu begrüßen als Flötistin, die heute extra angereist ist aus Thüringen. Bevor dieses Konzert nun beginnt, noch ein paar Hintergrundinformationen zu unserem Künstler des Abends. In Kiew geboren, 2010 haben beide Eheleute Aliyah nach Israel getätigt. Alyosha ist Komponist und Pianist. Er stammt aus einer sehr bekannten und begabten Musikerfamilie. Mit 14 Jahren komponierte er bereits Opern und Symphonien. Später studierte er Kompositionslehre und Konzertpiano. Aufgrund der damals bestehenden Ressentiments gegenüber Juden in der Ukraine war eine Einschreibung am Konservatorium unmöglich. Die Familie erkannte, dass eine Karriere für ihre Kinder aufgrund ihrer jüdischen Abstammung enge Grenzen gesetzt würden. So reisten sie 1979 in die USA aus. Alyosha studierte an der DePaul University in Chicago und legte sein Konzertexamen als Pianist MA ab. Heute Abend nun das besondere Konzert Beauty for Ashes, Schönheit statt Asche. Guten Abend. Guten Abend, good evening. Shalom. Hallo. Shabbat shalom to everybody. Shabbat Shalom, genau. So, it's a blessing to be here in Hamburg for us. Es ist für uns ein Segen, dass wir hier sein können. And looking forward spending this weekend together. Wir freuen uns auf dieses Wochenende mit With euch you. zusammen. And it was really special to get to know more Michael and Ulrike. Es war für uns etwas sehr Besonderes, euch auch kennenzulernen, Michael und Ulrike, And learn about their work here. und von ihrer Arbeit zu erfahren. So we feel privileged to be part of it this weekend. Es ist für uns etwas Besonderes, dass wir Teil dessen sein dürfen an diesem Wochenende. This is not going to be a usual concert. Es wird kein normales Konzert heute Abend. We want to give glory to our God. Wir wollen Gott die Ehre geben. We want to lift up His name, Wir wollen seinen Namen erheben. and we want Him to be honored. Wir wollen, dass er geehrt wird. For that reason, the piece that we will start, Das Stück, mit dem wir anfangen werden, and Annette and I will start together. Annette und ich spielen das zusammen. This composition was never written, Diese Komposition ist niemals niedergeschrieben worden, but in heavenly places there is a library aber in den himmlischen Sphären gibt es eine Bücherei with all kinds of music, und dort gibt es Musik. and we believe that the Father will give us a special music piece. Und wir glauben daran, dass Gott uns heute, der Vater uns heute ein besonderes Stück Musik geben wird, That will release His heart for this weekend. dass er uns sein Herz für dieses Wochenende zeigt. So just encourage you to open your heart to Him. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr ihm euer Herz öffnet. He wants to speak to all of us. Er möchte zu uns reden, zu allen von uns. Okay, come on it. Okay, los geht's.
This microphone is over here. Let me take it off for a minute. While you fix it, I'll stand up and talk. I think it goes down for some reason. Yeah, so I need to lift it up. Okay, over here. Yeah. Okay, I just want to give a few words about me and Jody. Ich möchte kurz ein paar Worte zu mir und Jody sagen. I was born in Ukraine. Ich wurde in der Ukraine geboren. When I was 20 years old, our family immigrated from Ukraine to the United States. Und wir sind dann in die USA ausgewandert. It was in the United States where I met my wife Jody. Und dort in Amerika habe ich meine Frau Jody kennengelernt. It's also in the United States where I really met God. Und auch dort habe ich Gott erst richtig kennengelernt. And my King Yeshua. Und meinen Herrn Yeshua. And when Jody and I got married, because both of us are Jewish. Und da wir beide Juden sind, jüdischen Hintergrund haben, als wir geheiratet haben, we said we will move to Israel, maybe within 2 years. Haben wir uns vorgenommen, nach Israel zu ziehen in den nächsten 2 Jahren. Took us a little bit longer. Es hat ein bisschen länger gedauert. 26 years. So 26 Jahre. But eventually we did move. Aber dann sind wir irgendwann endlich umgezogen. And did it better than ancient Israelites that took 40 years to get from Egypt to Promised Land. Wir haben es immer noch besser hingekriegt als das alte Volk Israel. Die haben 40 Jahre gebraucht, um nach Israel zu kommen. So we live in a little town called Zichron Yaakov. Wir leben in einer kleinen Stadt, die Zichron Yaakov heißt. For the last 8 years. Seit 8 Jahren. We serve our God there. Say again? We serve God. Wir dienen dort Gott. And we also travel in different places. Und wir reisen auch sehr viel. We come to Germany a lot. Wir sind sehr oft und sehr häufig in Deutschland. This is our first time in Germany this year. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass wir in Deutschland sind. The last year we were here 5 times. Letztes Jahr alleine waren wir 5 Mal in Deutschland. And in the last 18 years I think we come once at least every year. Und so die letzten 18 Jahre durch sind wir mindestens einmal im Jahr in Deutschland gewesen. So the Father is connecting us with German people. Und wir merken, dass der Vater uns mit Deutschen in Verbindung bringt, immer mehr. We also have very special German people that live in our town, Zichron Yaakov. Wir haben ein paar Deutsche, die bei uns in Zichron Yaakov leben. And so more than 70 years after Holocaust, God is doing something special between Jewish and German people together. Und wir merken, dass nach all den Jahren, die seit dem Holocaust vergangen sind, Gott wirklich was Besonderes hervorbringt und was Besonderes schafft zwischen Juden und Deutschen. He connects us with His love. Er bringt uns zusammen durch seine Liebe. Nothing can heal the heart more efficiently than true and unconditional love. Und nichts kann ein Herz mehr heilen als wahre und bedingungslose Liebe. And sometimes we wonder, why do we remember Holocaust? Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, warum erinnern wir uns an den Holocaust? I believe that God is using this occasion today to heal the hearts. Ich glaube, dass Gott diesen Tag heute nutzen will, um Herzen zu heilen. The Jewish people hearts and the German people hearts. Sowohl die Herzen der Juden als auch die der Deutschen. And everyone who was involved and who was deeply wounded. Jeder, der irgendwie damit verbunden war, wurde tief verletzt. God wants to infuse us with a new hope. Und Gott möchte uns neue Hoffnung geben. And so we really, because we dedicated this evening to Him, Wir möchten diesen Abend ihm wirklich hinlegen, vor seinen Thron legen. we believe that He wants to touch every heart here Und wir glauben, dass er heute Abend in den Herzen Veränderung schaffen with His möchte. presence. Durch seine Gegenwart. So I'm going to start with a special piece.
Ich möchte mit einem besonderen Stück jetzt weitermachen oder anfangen. It's called a praise song. Es ist ein Loblied, Praise song number 9. das Loblied Nummer 9. I called it that way because before that I wrote praise song number 8. Und das heißt so, weil ich davor das Loblied Nummer 8 geschrieben habe. And it's just called In His Presence. Und der zweite Titel ist In seiner Gegenwart. Yeah.
For the last 20 years, I've been only playing my own music that God gives me. Seit 20 Jahren spiele ich meine eigene Musik, Musik, die Gott mir gibt. But some time ago, God put on my heart to learn a piece of another composer. Aber vor einiger Zeit hat Gott es mir aufs Herz gelegt, ein Lied eines anderen Komponisten zu lernen. And see, the reason I only play my music is because I don't have time to compose and learn other music. That's just... Der Grund, warum ich nur meine eigene Musik spiele, ist, dass ich keine Zeit habe zu komponieren und noch Lieder anderer Komponisten zu lernen. So this was an exception to what I normally do. Das war also eine Ausnahme zu dem, wie ich es normalerweise tue. But the reason I felt to learn this little composition, Der Grund, warum ich das Gefühl hatte, diese Komposition zu lernen, because during the Holocaust time, 2 pianists played this composition and they were saved because of it. war, dass während der Zeit des Holocaustes 2 Pianisten dieses Stück gespielt haben und sie dadurch gerettet wurden. The name of one pianist was Natalia Korb. Einer hieß Natalia Korb She played before a very cruel Nazi, und sie war, she played before? a very cruel Oh, Nazi officer. Sie Yeah. spielte dieses Lied und im Publikum saßen sehr grausame Nazi-Offiziere. And he made sure that she would not get killed. Und er hat dann dafür gesorgt, dass einer von denen hat dafür gesorgt, dass sie nicht getötet wurde. You know, it's like this, when the Spirit of God comes from a musician, it drives the evil spirit out. Es ist manchmal so, dass wenn der Geist Gottes kommt in einer Musik, dann treibt es den bösen Geist aus. And the name of this composition is a nocturne in C# minor. Der Name der Nocturne. Komposition ist Nocturne, ist in C-Moll It's by Frédéric Chopin. und es ist von Frédéric Chopin.
Now from Japan we'll go to Israel. Jetzt aus Japan gehen wir nach Israel. And I wrote this very special song Ich habe dieses Lied geschrieben, while living in Israel. Ein sehr besonderes Lied, während ich in Israel war. It has a very special name. Es hat einen sehr besonderen Namen. Praise Song number 22. Das ist das Loblied 22. But it has also a name. Es hat aber auch noch einen zweiten Titel. In Hebrew it sounds like this, Artseinu, Und im Hebräischen klingt es so, Akseinu, which means our land. und das heißt unser Land. And this was just simply my feelings of living in the land for a few years. Und das symbolisiert oder das zeigt so ein bisschen die Gefühle, die ich hatte, als ich ein paar Jahre schon in Israel lebte. You'll find that it has several different styles. Und ihr werdet merken, dass es verschiedene Stile hat. Because, see, the land of Israel is huge on variety. Ihr müsst wissen, dass das Land Israel eine unglaubliche Varietät in sich hat. You know, it's a melting pot of all kinds of cultures. Es sind ganz viele verschiedene Kulturen, die dort wie in einem Kochtopf zusammengekommen sind. Okay.
I was asked if any of my relatives had any connection to the Holocaust. Ich wurde gefragt, ob Verwandte von mir in direkter Verbindung zum Holocaust standen. I had a great uncle. Ich hatte einen Großonkel. Our family is from Kiev, so when the Jewish people were gathered in Kiev, Und wie schon gesagt, ich bin aus Kiew und als die jüdischen Familien dort zusammengetrieben wurden, to a place called Babi Yar, kamen sie an einen Ort namens Babi Yar. and they took him there as well. Und mein Großonkel musste dort mit, der musste dorthin. And then they were shooting at the people, Und sie haben dann auf die Leute geschossen. and he jumped by himself down, Und er hat sich schnell auf den Boden gelegt, ist auf den Boden gesprungen and he hid between the bodies. und hat sich zwischen den Leibern versteckt. So at night he escaped, Und nachts ist er dann dort entkommen and he survived. und hat das überlebt. So we have a story of life. Wir haben also eine Geschichte des Lebens hier. And also, when German troops occupied Kiev, it was June 1941, I think. Im Juni 1941 sind die deutschen Truppen in Kiew angekommen. On that day, my grandmother took my mother and her mother. Und meine Großmutter an diesem Tag hat meine Mutter und ihre Mutter genommen. My mother was 2 years old then. Meine Mutter war damals 2. And she escaped. Und sie sind dann geflohen und sind entkommen. She crossed the river on the boat Sie sind auf einem Boot über den Fluss while the bombs were falling on both sides. und auf beiden Seiten fielen die Bomben. But she was able to get to Kazakhstan. Aber sie hat es geschafft, mit ihnen nach Kasachstan zu Where the kommen. family stayed during the war. Wo die Familie dann während des Krieges geblieben ist. So basically, grandmother saved the family. Also hat im Grunde meine Großmutter die Familie gerettet. Had she stayed in Kiev, most likely the family would have been taken to Babi Yar as well. Wenn sie mit ihnen in Kiew geblieben wäre, dann wären sie auch zusammengetrieben worden zu diesem Ort. In that case, I wouldn't be standing here too. Und dann würde ich hier auch nicht stehen. So God used my grandmother to give us a gift of life. Gott hat also meine Großmutter genutzt, um uns Leben zu geben. We celebrate life today. Und heute wollen wir das Leben feiern. And so I want to play a very special composition. Ich möchte eine ganz besondere Komposition gleich spielen. It's a longer one. Es dauert ein bisschen länger. I think it was 2014 where Annette invited us to come to Buchenwald. Ich glaube, es war 2014, als Annette uns nach Buchenwald eingeladen hat. And I was asked to do a small concert there. Und ich wurde gebeten, dort ein kleines Konzert zu geben. It was a conference. Auf one einer day. Konferenz dort. And also to teach from Psalm 22. Und ich sollte aus Psalm 22 etwas lehren, etwas weitergeben. When I got there, Als ich dort ankam, and I remember standing in the middle of the camp, und ich erinnere mich, wie ich in der Mitte dieses Camps stand, in the middle of place where the barracks used to be, dort, wo die Baracken ehemals waren, and feeling that this was a place of death. und ich hatte dieses the past. Gefühl, dass dieser Ort ein Ort des Todes war in der Vergangenheit. And I opened the Psalm 22 Und ich öffnete Psalm 22 in Hebrew language, in der hebräischen Sprache, and I began to read. und ich habe angefangen, es zu lesen. And I came to this very famous line, Und ich kam zu dieser sehr berühmten Zeile, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama asabachthani. My God, why have you forsaken me? Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Oder warum hast du mich verlassen? And you know, the psalm was written by King David. Dieser Psalm wurde von König David geschrieben So he was writing about his experience und er schrieb über seine eigenen Erfahrungen. of feeling like he was forsaken by God Und at er that moment. fühlte sich in diesem Moment, als hätte Gott ihn verlassen. It was later on quoted by
Yeshua, Und später Jesus. hat Yeshua diese Zeile zitiert. when he was on the cross, dying for the humanity. Als er für die Menschheit am Kreuz starb. But also, the Jewish people, when they went to the gas chambers, Aber als das jüdische Volk in diese Gaskammern ging, they were asking about this question, where is God in all this? da haben sie diese Frage sich auch gestellt. Wo ist Gott in diesem Moment? Not only then, but even today they still ask. Und nicht nur damals, sondern auch heute fragen sie das. And even their children. Und auch ihre Kinder. We have deep friends, even the children of Holocaust survivors, asking this question, where was God? Wir haben sehr gute Freunde und auch die Kinder dieser Holocaust-Überlebenden fragen, wo ist Gott? Interesting, when you get to verse 25 of that psalm, Wenn man sich Vers 25 dieses Psalms anschaut, sehr interessant, the psalm gives an answer. da gibt dieser Psalm selber die Antwort darauf. God says, I do not leave him who is humble. Dort steht, dass Gott sagt, ich verlasse niemals den, der demütig vor mir steht. The Hebrew word for humble there is enut, Und das hebräische Wort für demütig dort ist enut. which is the same root as for the word torture. Und das hat die gleiche Wurzel wie das Wort für torture would be. Ja, für Qual, genau. Für Qual. Das gleiche Wort, die gleichen Wortstamm. So God is saying, I was there, I never left. Und Gott sagt dadurch so, hey, ich war da, ich habe das nie verlassen, auch in der Qual nicht. Ich habe dich nicht verlassen. Because we don't have many answers still. Wir haben auch heute die Antwort oder viele Antworten nicht. Why did God allow this? Warum hat Gott das zugelassen? But that is his domain. But we know he didn't leave us. Wir wissen vielleicht die Antwort darauf nicht, aber wir wissen, dass er uns nicht verlassen hat. This psalm has three distinct parts. Dieser Psalm hat drei klare Teile. The first part deals with feeling forsaken. Im ersten Teil geht es darum, dass jemand sich oder dass David sich verlassen fühlt. The second part deals with intense prayer or even like a supplication. Im zweiten Teil geht es um sehr tiefes Gebet, For deliverance. um Erlösung. And the last part is a praise for being delivered. Und im dritten Teil finden wir dann den Lobgesang als Dank für diese Erlösung. So as I was sitting there in the midst of where the barracks were, Als ich also dort saß, mitten zwischen oder auf diesem Platz, wo die Baracken gewesen waren, I was reading the psalm habe ich diesen Psalm gelesen and I began to hear music. und ich habe angefangen, Musik zu hören. The first music I heard on this words, Eli, Eli, lama sabachthani. Und die Musik begann, als ich diese Zeile las, Eli, Eli, lama sabachthani. So out of this music came out this sonata in three parts, Und aus dieser Musik kam dann eben diese Sonate in 3 Teilen, die ich gleich spielen werde. which every three parts reflects three sections of the psalm. Und jeder dieser 3 Teile repräsentiert einen der 3 Teile des Psalms. And in the first part you will hear this two notes going all the time. Im ersten Teil werdet ihr immer diese 2 Töne hören. Standing for Eli, Eli. Und sie stehen für Eli, Eli. And then there is another melody there, Dann gibt es einen anderen Teil, which a little happier. der ein bisschen fröhlicher klingt. It's written on another part where it says, you are holy, enthroned on the praises of Israel. Und er symbolisiert diesen Teil, wo im Psalm steht, du bist heilig und du sitzt auf dem Thron in Israel. Basically speaking that even in the midst of being forsaken, God says, I am with you. Und es spricht diese Heilung rein in diesem Moment, wo Gott sagt, ich bin bei dir, um dich zu retten. So the names of three parts is the first one, Netisha, which means forsakenness. Der Name des ersten Teils ist Netisha, also Verlassenheit. The second part, Haftzara, which means supplication. Haftzara ist Demütigung oder sich
Oh, genau, ja, flehen, also erflehen, bitte. And the last one is Teil, praise. Und Tehillah ist der letzte, das ist Lobpreis. Yeah, twice I played this composition in Auschwitz. Ich habe schon zweimal in Auschwitz dieses Lied gespielt. And you see, again, our focus is not on the darkness, but on the light. Und ich möchte es nochmal sagen, unser Fokus liegt nicht auf der Dunkelheit, sondern auf dem Licht. The enemy tried to destroy us, Der Feind versucht uns zu zerstören, but today we are alive aber heute leben wir und wir stehen hier. and even play music in these horrible places. Und wir haben selbst in diesen furchtbaren Orten spielen wir Musik. And the reason we're alive is because our God is alive. Und der Grund, warum wir leben, ist, weil unser Gott lebendig ist. In Israel, we even have a song, Am Israel Chai. In Israel singen wir ein Lied, Am Israel Chai, People of Israel live. das Volk Israel lebt. That's the first part. Das ist der erste Teil. The second part is Od Avinu Chai. Und der zweite Teil ist Echinu Chai. Our Father's still alive. Unser Vater lebt noch. So I'm going to play this composition and just encourage you to open your heart to God. Ich möchte euch ermutigen, während ich dieses Lied spiele, dass ihr eure Herzen Gott öffnet. Because in spite of all the intensity that's in it, Denn trotz all dieser Intensität und der Spannung, die in dem Lied stecken, it's filled with hope. ist dort immer Hoffnung drin. And Father wants to fill our hearts with hope. Und der Vater möchte unsere Herzen mit Hoffnung füllen. And He wants us to continue in our life with hope Und er möchte, dass wir unsere Leben in Hoffnung weiterleben. and heal our hearts from the past. Und unsere Herzen von der Vergangenheit heilen.
Amen.